Es ist Wolle. Es fühlt sich weich an. Man hat den ganzen Tag mit einem weichen Werkstoff zu tun. So weich, dass er sich vielseitig verarbeiten lässt. Zahllose Wollfasern, die für wohlige Wärme sorgen. Über den Wollteppich zu laufen, ist ein sehr angenehmes Gefühl. Je dicker der Teppich wird, desto angenehmer wird es. Teppiche aus Wolle sind sehr strapazierfähig. Es ist egal, wenn der mal nass wird, kann man einfach trocknen, bleibt immer gleich. Sehr langlebiges Produkt. In Thalkirchdorf betreibt Peter Bischofberger eine der wenigen Teppichmanufakturen Deutschlands, die alle Produktionsschritte unter einem Dach vereint. Von der rohen Schafwolle bis zum fertigen Teppich wird alles in-house produziert. Alle paar Monate ist es soweit. Eine neue Lieferung steht vor der Tür. Mehrere 400 Kilogramm schwere Wollballen aus Neuseeland. Bis zu 200 Tonnen jährlich verarbeiten Peter und seine Mitarbeiter in den Allgäuer Handwebereien. Stellst den Ballen ganz vorne hin. Die Schafwolle wird in Neuseeland vorgewaschen, verpresst und verpackt. Neuseeland ist einer der größten Wollproduzenten weltweit und liefert die gewünschte Qualität und Menge. Man muss kippen, da geht er so rein. Ein enormer Druck lastet auf der Wolle. Um das Verpackungsstahlband aufzubrechen, sind Sicherheitsvorkehrungen erforderlich. Die Wolle soll kontrolliert ausbrechen. Dafür haben Peter und Anton eine ganz eigene Methode entwickelt. Das ist ein einfaches, primitives Teil, wo wir mal selber gebaut haben. So gesagt, ein Keil zum die Bänder zum Aufmachen. Hier liegt sehr viel Wolle, offene Wolle, und natürlich riecht es auch wie die Schafe riechen. Manchmal, wenn es draußen sehr feucht ist, haben wir ein bisschen einen strengeren Geruch hier drin. Aber das ist ein Naturprodukt und das ist der Nebeneffekt, dass es manchmal eben auch ein bisschen nach Schaf riecht. Wollfasern haben einzigartige Eigenschaften, die sie geeignet machen, um Feuchtigkeit aufzunehmen und Wärme zurückzuhalten. Die feine Kräuselung der Wollfasern ermöglicht die Bildung von Luftkammern, die isolierend wirken. Besonders ist auch, dass die Wolle einen sehr hohen Fettgehalt hat. Das merkt man, wenn man sie rauszieht und an die Hände reibt, dass man einen gewissen Film auf die Finger bekommt. Und es fühlt sich eben auch fettig an. eine schmutzabweisende Fettschicht, die im gesamten Verarbeitungsprozess bestehen bleibt. Nebenan werden Größe, Struktur und Farbe des Teppichs festgelegt. Wir stellen ja den Teppich Perle vor bei uns. Das ist die Farbe 41, das ist ein Mintgrün, 2 x 2,50 Meter. Wir sind in Deutschland ja die letzte vollstufige Weberei. Bedeutet ganz einfach das, dass wir von der Rohwolle, also vom Ballen bis zum fertigen Teppich, alles selber machen. Bis auf das Färben. Das Färben wird außer Haus gemacht. Aber die Verarbeitung von der Wolle wird komplett hier im Haus gemacht. Bis zum fertigen Teppich sind es viele Schritte. Es beginnt mit dem Mischen und Auflockern der Wolle. In einem Verhältnis 7 weiß zu 1 grün mischt Gulabudin die abgewogene Wolle. Die naturweiße Wolle soll nur einen Hauch von leicht blaustichigem Grün abbekommen.
Diese Vorrichtung nennen alle den Wolf. Hier wird die Wolle aufgerissen. Ins Innere zu blicken wäre zu gefährlich. Das ganze System läuft über Lüftungsanlagen. Hier haben wir einen Staubsauger, mit der geht's los, dann geht's in die Maschine rein. Die Maschine hat eine Walze, die hat ungefähr 60 cm Durchmesser. Das sind wie Nägel, so fingerdick, 3 cm lang, sind da drinnen über die Trommel verteilt und sind mehrere hundert so Nägel. Und die reißen praktisch die Wolle auseinander, damit die Wolle dann eben fluffig wird und man sie dadurch eben auch gut mischen kann. Je feiner die Wolle, heißt, je öfter man die Wolle durch die Maschinen laufen lässt, desto fluffiger wird sie. Insgesamt 4-mal läuft die Mischung durch die kämmende Saugvorrichtung. Bei jedem Durchgang wird automatisch Wasser ohne Zusatz, nur Wasser mit ins Rohr reingeblasen, also sprich in die Wolle, wo vorbeifliegt. Und der Hintergrund ist, dass die Wolle sich nicht so statisch auflädt und nicht so austrocknet, weil wenn sie eben nur noch feine Haare hat und es recht warm ist, dann haben wir eben eine trockene Wolle und die ist schlecht zum Weiterverarbeiten. Beim 5. Durchgang leiten die Rohre die Wolle eine Etage höher. Jetzt ist die Wolle bereit für die Spinnerei. Aus der fluffigen Mischung soll festes Garn entstehen. Bevor an der Spinnmaschine gearbeitet werden kann, entfernt Rehbar mit einer Kardierbürste frühere Wollreste. Damit die grün-weiße Mischung, die jetzt gesponnen werden soll, so rein wie möglich bleibt. Der hintere Teil der Spinnmaschine ist aus dem Jahr 1926 und immer noch funktionsfähig. Je nachdem, wie dick der Wollstrang werden soll, wird mehr oder weniger Wolle auf das Laufband Richtung Walzen befördert. Es geht drunter und drüber. Rehbar zieht das Wollvlies über mehrere Walzen. Am Ende wird es in eine Drehvorrichtung eingefädelt. Das Drehen ist beim Spinnen entscheidend. Der eigentliche Spinnprozess kann beginnen. In der Maschine selber sind ganz viele Walzen. Das heißt, an jedem von diesen Stangen, wo man hier sieht, hängt eine Walze dran, die sich mit dem Uhrzeigersinn und gegen Uhrzeigersinn drehen und so die Wolle auseinander zupft. So haben wir dann vorne einen watteähnlichen Strang und der wird dann eben aufgewickelt. Im Endeffekt ist das wie früher, wo man das mit diesem Spinnrad, wo man per Fuß antrieben hat, wird die Wolle gedreht. Und je mehr man das macht, hat man am Schluss einen Strang.
Dank der Maschine wird der Strang gleichmäßig gesponnen. Aber nur Rebar weiß, wie oft und wie lange die Fasern verdreht werden müssen. Mit Watte lässt sich nicht weben. Die Stränge müssen daher fester werden, um dem Teppich die notwendige Stabilität zu geben. Und so entsteht Umdrehung für Umdrehung das sogenannte Seelengarn. Das ist der Trägerfaden, ein dünner, fester Wollstrang, der beim Weben für Anfang, Ende und Zwischenschüsse im Teppich benötigt wird. Nach einer halben Stunde ist das Seelengarn fertig. Jetzt heißt es gröber spinnen. Für unseren Teppich werden unterschiedlich dicke Garne benötigt. In der Spinnerei arbeiten natürlich immer die gleichen Leute. Aktuell sind sie zu 5. Man merkt, wenn an der gleichen Spinnmaschine jemand anders sitzt, haben wir am Schluss ist ein bisschen dicker, ein bisschen dünner, weil jeder legt ein bisschen anders auf. Deswegen ist immer ganz wichtig, dass das gleiche Material oder die gleiche Materialstärke immer von der gleichen Person gemacht wird. Für die nächste Materialstärke greift Cordula auf die aufgelockerte Anfangsmischung zurück. An der kleineren Spinnmaschine spinnt sie einen dickeren Wollstrang. Ungefähr 1 Zentimeter Durchmesser soll er haben. Dafür wird das bereits gesponnene Seelengarn mit der Anfangsmischung vermengt. Also das ist jetzt Auflegen von der Wolle. Ich muss das sauber verteilen, weil es sollte sehr gleichmäßig sein. So wie ich lege, kommt es hinten raus. Also ich muss immer dafür sorgen, dass auch keine Stückchen drin sind. Grobe Stückchen oder solche gelbe Stückchen. Die sammeln wir raus, damit das Endprodukt schön gleichmäßig ist. Auf den vielen kleinen Nägeln der Walze sammelt sich die Wolle, die Cordula auflegt und verbindet sich drehend mit dem Seelengarn. Ungefähr eine Stunde dauert es, dann ist die Rolle voll. Die ist dann mega dick und groß. Dann kann man die wegtun und dann können Sie zum Weben vornehmen, zum Waschen und Weben. Nach dem Spinnen ist vor dem Walken. Eine Art kontrolliertes Verfilzen. Dazu kommt die Wolle bei niedriger Temperatur in die Waschmaschine. Das nicht gewalkte kommt ja direkt von der Spinnmaschine. Ist ein bisschen ungleichmäßig, fühlt sich auch ein bisschen hart an. Durch das Walken verbinden sich ja die ganzen Haare wieder miteinander. Wenn man da drauf drückt, merkt man, dass es gleichmäßig und auch weicher wird. Bei 30 Grad werden die Wollfasern aneinander gerieben, unentwirrbar ineinander verwickelt und so beständiger gemacht. Getrocknet landen die weichen Stränge in einem Zwischenlager. Im Websaal angekommen, übernimmt Silvio das Spulen des Schussmaterials. Der Schuss, das sind beim Weben die Wollstränge, die quer im Teppich verlaufen.
Bis gewebt werden kann, ist es immer noch ein langer Weg. Leicht und gleichmäßig soll der Wollstrang später beim Weben ablaufen. Das wird hier angelegt. Ungleichmäßiges Spulen führt zu Spannungsfehlern und unsauberen Kanten im Teppich. Beim Spulen kommt es auf die richtige Spannung an. Wir haben hier eine Bremse. Da kann man mehr Spannung geben oder weniger Spannung geben. Das muss man schauen, welches Material arbeiten wir. Zum Beispiel hier braucht man nicht so viel. Dann machen wir nur einmal hier. Oder kann man auch mehr Spannung, dann machen wir mehr Ringe drauf. Da haben wir mehr Spannung, das wird fester gespult. Als Schusskörper dient ein Kunststoffrohr. Die haben einfach Bombe genannt, weil wahrscheinlich hat die Form von einer Bombe. Einfach so. Und die wird glatt und der rutscht einfach besser zwischen die Faden. Und da kann man besser weben. Um weben zu können, muss das Grundgerüst des Teppichs hergestellt werden. Dafür muss die nächste Maschine funktionieren. Es sind sehr alte Maschinen, das heißt, wir haben viel Mechanik, die natürlich gewartet und geschmiert werden muss. Das ist herkömmliches Schmierfett. Hier sind die Schmiernippel. Bei diesem Arbeitsschritt muss Peter den Überblick behalten. An der Maschine werden die Kettbäume gemacht, die wir später dann am Webstuhl einbauen. Es werden mehrere solche Bahnen nebeneinander gewickelt. So kann man bis 2 Meter machen. Vorher wird festgelegt, wie viel Faden der Baum hat. Für unseren 2 Meter breiten Teppich sind es 378 Kettfäden, die jetzt nebeneinander parallel aufgewickelt werden. Die Kettfäden, das sind die Fäden, die später auf dem Webstuhl in Längsrichtung verlaufen. Der Kettbaum selber ist das Gerüst vom Teppich. Sieht man dann, wenn man den Teppich webt, wie die Fächer auf und zu gehen. Und schon beim Aufwickeln muss man das mit einplanen. Später werden beim Weben die Kettfäden mit den Wollsträngen verkreuzt. Damit die Kettfäden über und unter den Strängen liegen, müssen sie abwechselnd angehoben und abgesenkt werden. Wenn Peter einen Kettbaum schert, also die Kettfäden ordnet und aufwickelt, dann immer für mehrere Teppiche hintereinander. Allein für diesen Kettbaum werden 200 Meter aufgewickelt, mal 378. Peter muss den Fadenvorrat immer im Blick haben. Zwischendrin muss man sie von Hand anhalten, wenn dann eben ein Faden leer wird. Deswegen bleibt man eigentlich immer hier und achtet darauf, dass wenn ein Faden ausgeht, dass man die Maschine rechtzeitig ausmacht. Wenn ein Faden fehlt, der fehlt natürlich später am Webstuhl auch. Und wenn das jetzt keiner merkt, dann haben wir im Teppich einen Fehler drin. Wenn die gewünschte Webbreite erreicht ist, ist der erste Schritt an der Schermaschine vollbracht. Das heißt, dass man die Kettfäden von den Spulen über die Kämme auf die Trommel aufgewickelt hat. Das Scheren haben wir jetzt erledigt. Der nächste Arbeitsschritt haben wir jetzt das Bäumen. Das passiert dann hinter der Maschine. Das heißt, dass man die
von der Trommel die Fäden auf den Kettbaum aufwickelt. Mit Hilfe eines Redekamms bringt Peter die Webkette auf die gewünschte Breite. Eine sorgfältig vorbereitete Webkette ist für ein reibungsloses Arbeiten am Webstuhl notwendig. Wellenförmig wickelt Peter die Kettfäden unter Spannung durch den Kamm auf den Baum. Im Websaal angekommen ist wieder Teamarbeit gefragt. Peter kann insgesamt auf 40 Mitarbeiter 12 unterschiedlicher Nationalitäten zählen. Jamil und Ali verbinden die 378 Kettfäden des Baumes mit dem Webstuhl. Fisselige Handarbeit, die eine hohe Konzentration erfordert. Wenn Sie einen Faden übersehen, ist später ein Fehler im Teppich. Das Weben kann endlich beginnen. Auch wenn gerade die Pause eingeläutet wird. Mit dem Seelengarn weben Jamil und Ali zunächst den Anschuss des Teppichs. Der Teil wird später eingerollt und zusammengenäht für einen sauberen Rand. Drei Bewegungen bestimmen das Weben. Die Fachbildung, der Schusseintrag und der Blattanschlag. Um dem Teppich eine Stabilität und eine besondere Optik zu verleihen, weben Ali und Jamil immer abwechselnd mit dem dickeren und dem dünneren Material. Nach jedem Schusseintrag drückt Ali auf das metallische Pedal für den Blattanschlag. Sich überkreuzen und überkreuzen. In jedem Moment. Und aus all diesen Kreuzungen ist der Teppich gemacht. An den größeren Webstühlen sitzen immer zwei Weber zusammen. Die Stühle selber sind zwischen 60 und 80 Jahre alt. Immer noch mit dem gleichen Holz. Also die sind sehr stabil und das Holz hat einfach den Vorteil, dass die Federung, das Schlagen und alles, man sieht es, wenn man den Teppich dann webt, wie der ganze Stuhl sich bewegt. Das Holz federt einfach diese ganze Energie ab und geht nicht kaputt. Nach einer guten halben Stunde und mehr als 250 Schüsse später ist es fast vollbracht.
Wenn das alles erledigt ist, fährt man den Teppich ungefähr 30 cm weiter. Dann fängt man entweder einen neuen Teppich an oder man schneidet dann die Kettfäden ab und macht den Teppich aus dem Stuhl raus. Weil die Kettfäden alle unter Spannung stehen, die werden eben mit Spannung aufgewickelt. Entspannen sie sich natürlich nach dem Rausschneiden und der Teppich wird in der Regel 15 bis 20 cm länger gewebt. Und durch die Spannung in den Kettfäden zieht er sich dann auf dem Boden wieder zusammen. Für einen Teppich dieser Größe liegt der Preis im unteren vierstelligen Bereich. Ja, vom wenig. Der Abräumer? Nach getaner Arbeit Stabwechsel. Jamil und Ali übergeben an Irene. So. Leicht eingerollt wird der Anschuss des Teppichs, der Teil, der dünner gewebt wurde, zusammengenäht. Ich habe jetzt die Kante genäht, sauber gemacht. So, jetzt muss man sie ein bisschen so glatt machen, dass sie wellt nicht. Und jetzt muss ich nachschauen in diesem Teppich, ob da ist was zu rausschneiden oder zupfen. Seit bald 100 Jahren werden in der Allgäuer Teppichmanufaktur Wollteppiche von Hand gewebt. Und Irene, alles klar? Ja, alles klar, Passt alles. Chef. Dann nehme ich den gleich mit. Bitte schön. So, gut. Seit es Schafe gibt, wird die Wolle verarbeitet und so wie es ausschaut, verlieren die Leute auch keine Freude dran, weil sonst wird es die Firma ja nicht so lange geben. Und ja, die ist einfach schön zum Verarbeiten. Und wenn man übersieht, dass es den Kunden auch gefällt, dann macht es ja auch Spaß. Das Weben ist hier Familientradition. Zusammen mit seiner Schwiegermutter Hannelore führt Peter die Manufaktur. Ja, schön. Vor über 20 Jahren hat sie den Betrieb von ihrem Mann übernommen. Der Großvater von meinem Mann, der Albert Hense, hat 1927 den Betrieb angefangen. Damals auf den Bauernhöfen gab es viele Webstühle und so hat er die Materialien verteilt und hat im kleinen Rahmen angefangen. Peter soll weitermachen. Ja, schaut sehr gut So aus. schön gleichmäßig. Und am Prinzip möglichst nichts ändern. So ein 100% Wollteppich, der hat auch noch den Vorteil, dass er das Wohnklima unheimlich verbessert. Die Wolle kann sehr viel Feuchtigkeit aufnehmen und gibt sie dann auch in den Raum wieder ab. Das macht so ein Wohlgefühl. So ein warmes Gefühl, das auch einem gut tut. Man möchte einfach wie auf Wolken drüber laufen. Fliegen kann der Teppich nicht, aber beständig auf dem Boden liegen schon. Was hat dich am meisten an dieser Handwerkskunst begeistert? Schreib es uns in die Kommentare und wir freuen uns natürlich über dein Kanalabo.